Hallo, heute bei Reingedruckt geht es weiter mit dem Haus. Im ersten Teil haben wir ja schon gesehen, wie ich das mit den Containern gemacht habe, wie ich sie zusammengestellt habe, wie ich hier ein paar Bleche dazwischen gelegt habe. Sollte aber nur der Anfang sein. Das, was jetzt so wichtig ist für mich, ist, ich möchte hier hinten die Wand zumachen. Und das ist der Bestandteil des heutigen Videos. Ich möchte dort eine Holzkonstruktion setzen. Das heißt, die Wand hat nicht viel zu halten, außer dass dann halt wärmer sein soll. Und wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes müssen wir bei dem Haus was ermitteln. Und zwar, wie groß ist der Abstand von der Kante hier oben zu der Kante hier unten und aber auch von der Kante hier drüben bis zu der Kante hier drüben. Wie wir das machen, ist ganz einfach. Ihr geht hier auf Evaluieren drauf. Dann habt ihr hier den Reiter Messen. Dann wähle ich in meinem Fall jetzt hier oben die erste Kante aus. Hier unten die zweite Kante, also nicht die Kante hier vom Container, sondern die Kante, die ich hier unten habe. Und dann habe ich hier einen Abstand von 2601 mm. Ist dann mein erstes Maß und mein zweites Maß wäre die Ecke hier drüben. Und das wären dann 7316 mm. Merken wir uns die ganze Geschichte und jetzt fangen wir einfach an. Ich brauche, um das als eine Holzkonstruktion zu machen, mehrere Holzbalken, 7300 mm lang. Sollte kein Problem sein, das zu kaufen. Es ist aber bei weitem preiswerter, wenn man kürzere Hölzer kauft. Also machen wir die 7316, teilen wir, machen wir Datei, neu, bestätigen das Ganze, Skizze, also von hier nach hier 7316 mm und von hier nach hier 2601 mm. So groß soll das Ganze werden. Ist erstmal nur für mich, für die Konstruktion, ein kleiner Rahmen, der aber absolut keine Funktion hat jetzt erstmal. So, ich brauche ringsrum einen Holzrahmen. Und wie man den am besten machen kann, ist einfach mal ganz kurz im Internet geguckt. Ideale Holzverbindung. So, hole ich mal die Seite hier rüber. Und dann gibt es hier eine ganze Menge Beispiele, was man machen kann, wie man was machen kann und für was man sich dort am besten entscheidet. Und ich von meiner Seite her bin so derjenige, der sagen tut, ich möchte das, weil es in der Hinsicht günstig ist, Stoß auf Stoß legen, mit hier so Metallplatten, also mit Metallwinkeln drin. Lässt sich für mich am leichtesten herstellen. Und dadurch, dass es keine sichtbare Sache ist, werde ich das auf diese Weise auch machen. Also brauche ich jetzt Datei neu Hölzer und dann nehme ich 80 mal 80 war das, glaube ich, gewesen. Halt Ebene vorne. Bemaßen wir das Ganze mit 80 mal 80 und Futures Länge. Und jetzt möchte ich das haben 2601 minus 80 minus 80. Könnte man natürlich auch vorher so ausrechnen. So, damit es auch Holz ist. Erscheinung. Naturstoffe war das. Jetzt habe ich Tomaten auf den Augen hier. Verschiedenes Stein. Organisch. So, da war es drin. Holz. Eiche wird zu teuer sein. Nehmen wir die Buche. Zack. Zack. Poliert wird sie nicht sein. Also nicht, dass euch jetzt hier wundert ist, nur dass dann halt was da ist. Den brauchen wir definitiv ein paar Mal.
Also auf diesen PC speichern. Vertikal. Halt, machen wir mal einen neuen Ordner. Rückwand. Erstes OG. Sonst kommen wir nämlich durcheinander. So, jetzt kommt hier vertikal. 80 mal 80. Speichern. Akzeptiert er den Stern nicht. Dann machen wir das X rein. So. Haben wir auf jeden Fall den ersten. Dann brauchen wir 2 Balken, die längs drüber weggehen. Datei, neu. Skizze. Und die werden dann auch 80 mal 80 sein. Also 80 mal 80. Und hier hatte ich eine Länge gesagt gehabt von, da muss ich nochmal nachgucken. Den brauchen wir erstmal nicht mehr. Kurz in die Skizze. 7316. 7316. Also Futures linear austragen. 7316 geteilt durch 2. Ist definitiv leichter zu beschaffen und nicht so kostenspielig. Bestätigen. Die Buche. Irgendwie ist heute hier in meinem Rechner der Bogen drin. Das richtige Tricken. Also man sollte doch ab und zu mal die Augen zumachen und schlafen wahrscheinlich. Datei auf diesem PC speichern. Horizontal. Und speichern. Dann möchte ich zusätzlich so schöne Winkel haben. Die kriegt man in jedem Baumarkt zu kaufen. Mal gucken, ob ich die jetzt finde. Ich nehme mal den, der bei mir hier um der Ecke ist. Jula. Ja, machen wir mal ganz schnell. Bürger auch fragt. Beschläge, da haben wir sie. Und zwar diesen Winkel hier möchte ich gerne haben, aber den gibt es natürlich in groß und in klein. Und dieser Winkel hier hat eine Größe von Spezifikation 2,5 mm, 70, 70 und 55 mm breit. Das heißt, er ist von hier nach hier 55 mm und hier rüber 70 mm und so auch 70 mm mit genug Löchern drin. Sollten wir eigentlich ohne Probleme zu konstruieren kriegen, inklusive diesem schönen Falz. Machen wir mal ganz schnell. Also Datei neu, Teil. Hoffen wir, dass es so einfach geht. So. Kriegen wir bestimmt nicht so schön hin. So. Also von hier. Der soll 70 sein. Der soll 70 sein. Und wir brauchen ein Offset-Kopie. 2,5 mm soll er bloß sein. Bestätigen. Machen die Kanten diesmal manuell zu, weil wenn wir was von der Software zu machen, macht er automatisch Bögen ran. Möchte ich an der Stelle nicht haben.
So, Futures linear austragen. 55 mm. Bestätigt die ganze Geschichte. Dann sind hier oben Löcher drin. Also gehen wir kurz hier rein. 1. Die waren leicht versetzt. 2. 3. 1. 2. 3. Und hier war dann noch mal einer mit ein großes Loch drin. So. Bemaßen wir mal ganz schnell. Und zwar von hier nach hier mit 10 mm, mit 15 mm, 10 mm, halt daneben getippt, 15 mm, 10 mm, 15 mm, 10 mm. Und es soll sein von hier 12,5, 5, 5, 30, hau ich 35, 35, 35, und das wären jetzt 35 geteilt durch 2. Bestätigen. So, und jetzt kommt das Einfachste bei der ganzen Geschichte. Wir möchten die Löcher hier alle gleich haben. Gleich. Und wir legen eine Größe fest von 4,5 mm. In der Regel sind es 6 mm, glaube ich. 6 mm. Und das Loch hier machen wir ein bisschen größer. Mit 12 mm. Bestätigen. Die Löcher drücken wir durch. Bestätigen die ganze Sache. Und jetzt phasen wir das noch ein bisschen. Phase. Eine Phase hier. Eine Phase hier. 10 mm ist mir ein bisschen wenig. Machen wir 15 mm. Bestätigen. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. So. Hier in der Mitte die Wulst, die lasse ich mal weg. So. Jetzt möchte ich das, was ich hier habe, auch darüber hin kopieren. Und ich bilde mir ein, dass es am einfachsten geht, wenn ich es spiegeln tue. Also mache ich jetzt ganz einfach. Ich sage Referenzgeometrie, Ebene, gucke nach, welche Ebene wäre die Ebene, die ich haben möchte. Die ist es nicht, die ist es auch nicht, dann ist es diese Ebene. Ich möchte diese Ebene um 45 Grad geschwenkt haben und ich möchte es geschwenkt haben in dieser Achse hier. Jetzt schwenkt er mir das natürlich genau in die falsche Richtung, also machen wir minus 45. Das Minus machen wir mal weg. Offset umkehren, geht viel leichter. Bestätigen das Ganze. Und jetzt brauche ich nur eins machen, und zwar das alles kopieren oder spiegeln. So, jetzt, wie gesagt, spiegeln. Ich möchte es spiegeln um die Ebene. Das ist richtig. Aber ich möchte Futures spiegeln. Also dieses hier. Und dann gehen wir ganz kurz hier rein. Ich möchte spiegeln die Phasen und die Löcher. Bestätige das Ganze. Einige Elemente auf einer Phase erzeugt wurden, befinden sich nicht im Modell. Machen wir die Phase mal kurz weg. Bestätigen. Und wir machen dann halt hier nochmal eine Phase ran. Wenn das so nicht wollte, machen wir es uns einfach. Eine Phase hier, eine Phase hier.
bestätigen die ganze Sache und schon haben wir den Winkel dann halt auch drin. Ich weiß, hier ist ein Radius drin, den machen wir natürlich auch noch schnell rein. Sagen wir hier 5 mm. Bestätigen und hier kommt auch ein Radius rein mit 7,5 mm und bestätigen. Dann sieht das Ding nämlich so aus. So, haben wir den Winkel. Natürlich soll er dann auch dementsprechend schön aussehen. Also gehen wir hier bei Metall. Und hier steht Zink, weil die gibt es meistens verzinkt zu kaufen. Matt verzinkt. Bestätigen die ganze Sache. Wollen natürlich eins nicht sehen. Das ist diese Fläche. Datei auf dem Rechner speichern. Und das Ding da heißt dann ganz einfach Winkel. Winkel. Zack. So. Jetzt brauchen wir natürlich wieder eine neue Konstruktion. Also Baugruppe aus Teilen erstellen. Und wir brauchen in diesem Fall, fangen wir an mit dem Horizontalbalken. Oder auch nicht. Nochmal. Datei. Baugruppe. Haben wir die falsch gespeichert? Mein Fehler. Korrigieren wir gleich. Davon brauche ich 4 Stück. Also Steuerung C. V. So. Und die möchte ich jetzt auch automatisch gleich verknüpfen. Und zwar den mit dem da. Bestätigen. Den mit dem da. Bestätigen. So. Zack. Und ich möchte aber auch verknüpfen den mit dem, den mit dem. Es reicht doch wirklich aus, wenn ihr nur die Enter-Taste drückt, wenn ihr die Flächen markiert habt. So, jetzt habe ich beides schon. Ich möchte aber auch das mit dem hier verknüpfen. Ja, aber der Abstand hier drin, der soll bleiben. Also, so. Ich möchte auch die Fläche Baugruppe verknüpfen, mit dem hier verknüpfen. So. Dann sieht das ganze Ding nämlich dann später so aus. So, was fehlt uns jetzt noch? Uns fehlen natürlich noch die Streben, die in der Mitte reinkommen. Und die kommen jetzt auch ganz einfach wieder rein. Datei, halt. Komponenten einfügen. Vertikal. So. Und da brauchen wir jetzt einige Balken mehr. Wie viel mehr, zeige ich euch gleich. Wir machen erstmal, und zwar verknüpfen wir den wieder. Verknüpfen den mit der Seite. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. So wollen wir das natürlich nicht verknüpft haben. Also das heißt, der muss gedreht werden. Zack. Manchmal ganz einfach. Dann möchten wir die Fläche mit der Fläche verknüpft haben. Bestätigen wir. Dann möchten wir die Fläche mit der Fläche verknüpft haben. Bestätigen wir. Und wir möchten die Fläche mit der Fläche verknüpft haben. Bestätigen wir auch. So, jetzt haben wir hier eine ganze Reihe schon drin. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich von hier drüben nach hier drüben eine ganze Menge mehr Balken. Also lineares Konstruktionsmuster. Und wir wählen die Richtung aus.
Das wäre diese hier. Wir sagen hier ein Abstand von 600 mm. Hört sich erstmal viel an, ist aber zum Schluss nicht viel. Und das Teil hier. Und jetzt sollte das theoretisch so funktionieren, wie ich das gerne haben möchte. Genau. So. Da werden wir natürlich zum Ende nicht rauskommen. Aber wir können ja gucken, wie viel haben wir jetzt hier drin Restabstand. Ja, also gehen wir ganz kurz mal hier wieder bei Evaluieren rein. Wählen wieder die Kante, wählen halt messen und wir wählen die Kante. Jetzt haben wir hier einen Abstand von 36 mm. Theoretisch können wir das Ding komplett vernachlässigen, weil auf der Baustelle wirst du dann 36 mm sowieso auf die Distanz vertuscheln. Will ich aber jetzt nicht, sondern wir machen jetzt Folgendes. Wir zählen jetzt die Abstände. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal. Gehen nochmal kurz hier rein. Lineares Muster. Plus 36 geteilt durch 12. Bestätigen das Ganze. Und wenn wir jetzt hier unten hingucken, passt wie die Faust aufs Auge. Und zwar fehlt ja hier oben noch der Winkel drin. Wir schieben mal den hier nochmal weg. Nee, der bleibt drin. Baugruppe, Komponente einfügen. Winkel. Zack. Und den bauen wir jetzt ganz einfach hier rein, indem wir sagen verknüpfen. Das Ding. Bestätigen. Das Ding. Bestätigen. Und jetzt die Fläche mit der Fläche. Ein Abstand. Bitte umgekehrt. Und jetzt, der Balken ist 80 mm. 55 ist der Winkel. Also haben wir dort schon mal eine Differenz von 25 mm. Und die Hälfte davon ist dann nochmal 12,5 mm. Also schreiben wir hier rein 12,5. Und dann seht ihr, der ist genau da, wo er hin soll. Nämlich in der Mitte. Ja, dasselbe mache ich jetzt mit dem Winkel, der hier unten reinkommt. Komponente einfügen. Winkel. Zack. Also die Fläche verknüpfen wir wieder mit der Fläche. So, bestätigen die Fläche, verknüpfen wir mit der Fläche. Bestätigen die Fläche mit der Fläche. Und wir sagen hier wieder einen Abstand von 12,5 mm und bestätigen das Ganze. Jetzt möchten wir das Ganze natürlich nicht x-mal machen. Wir brauchen das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal. Mit dem hier vorne sind es dann 12. Also machen wir das jetzt wieder wie eben. Und zwar lineare Komponenten. Wählen die Linie wieder aus. 603, die ist noch drin. Sagen diesmal hier 12. Und jetzt machen wir nur noch 1. Wir markieren das Teil. Wir markieren das Teil. Bestätigen die ganze Sache. Und dann seht ihr, dass die alle schon drin sind. Also so wie es sein soll. Ja. So, jetzt brauchen wir natürlich das ganze Ding auf der anderen Seite auch. Und
Das machen wir jetzt wieder ganz einfach. Und zwar halt Komponente einfügen, Winkel, bestätigen, die Fläche angeklickt, verknüpfen mit dem, bestätigen, verknüpfen. So kommen wir natürlich da unten nicht ran. Mit dem, bestätigen, das und das mit einem Abstand von 12,5. Bestätigen. Dasselbe machen wir jetzt hier oben. Komponente einfügen, Winkel, bestätigen, die Fläche verknüpfen mit der hier. Wollen wir nicht so rum haben, müssen wir so rumdrehen. Bestätigen, die Fläche, jetzt müssen wir das Teil wieder erstmal drehen, mit der Fläche. Jetzt hat das uns wieder falsch rum reingesetzt, also müssen wir das wieder drehen. Bestätigen und die Fläche mit der Fläche bitte andersrum und halt 12,5. Bestätigen. So, und das, was wir jetzt eben gemacht hatten, mit dem linear verschieben, machen wir natürlich nochmal. Also Komponentenmuster linear. Diese Linie haben wir. Die 603 bleibt stehen. Und wir wählen jetzt wieder unsere Komponenten aus. Einmal das Teil. Einmal das Teil. Und jetzt haben wir nur ein Problem, der zeigt das in die Richtung. Wir wollen es aber in die andere Richtung machen. Also drücken wir einmal hier oben auf das Symbol drauf. Der Pfeil rutscht automatisch in die Richtung. Und wenn wir jetzt hier in das Bauteil reingucken, ist das perfekt. Was ich jetzt nicht machen werde, weil es selbstverständlich ist, ich werde jetzt hier mal nicht die Schrauben einzeichnen, weil das ist dann halt doch sehr zeitaufwendig. Also werde ich das erstmal stehen lassen. Aber so würde ich sagen, ist die Rückwand für das Haus fertig. Wenn ich später noch sagen würde, okay, da kommt Fenster rein, aber das kann vielleicht im Laufe der Konstruktion passieren, werde ich dort Fenster einsetzen. Aktueller Stand, ich möchte auf der Rückwand keine Fenster haben. Sollen wegbleiben, weil da oben soll dann halt mal Fernsehen und keine Ahnung, was alles steht. Also bleibt das weg. Das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, ist, ich muss das ganze Ding dann natürlich einbauen. Also sagen wir hier erstmal Datei auf dem PC speichern. Rückwand oben. Rückwand oben. OG1. Bestätigen. Gehen wir natürlich hier kurz raus. Und dann haben wir hier mein Haus. Komponente einfügen. Und jetzt fügen wir die komplette Rückwand ein. Oh. Na, ein bisschen falsch gedreht. Hoffen wir natürlich, dass das passt. Und jetzt machen wir es wieder so wie eben auch. Wir nehmen die Fläche, gehen kurz hier rauf. Dann möchte ich das hier drauf haben. Bestätige das Ganze. Ich gehe auf die Fläche drauf. Auf die Fläche drauf, bestätige das Ganze und ich möchte es natürlich bündig abgeschlossen haben. Und in meinem Fall wäre es günstiger, wenn ich es mit dem hier abschließe. Bestätige es. Mal ganz kurz gucken. Ist identisch. Gut. So. So würde das Ganze aussehen. Natürlich wird es dann später noch mit Platten versehen und mit Dämmung und allem drum und dran. Kommt aber ein ganzes Teil, eine ganze Ecke später, weil in die Wand sollen reinstecken, sollen Verkabelung rein und. Das möchte ich alles an dem Modell machen. Ich möchte das Modell wirklich so genau wie möglich reinsetzen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Was wir auf alle Fälle nicht vergessen dürfen, ist das Abspeichern. Oh. Und ich sage schon mal, ciao, bis zum nächsten. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen
Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.